Namaste. Herzlich willkommen. Zu Beginn offeriere ich meine Ehrerbietung zu meinem spirituellen Meister Jagadguru Siddhaswarupananda. Was bedeutet Religion? Die meisten Menschen, wenn sie an Religion denken, denken an einen bestimmten Glauben. Sie denken an eine bestimmte Methode oder einen Prozess. Sie denken an Christen, Hindu, Moslem, Jude und so weiter. Srila Bhaktivedanta Swami hat in seiner Einleitung der Bhagavad Gita eine wundervolle Erklärung bezüglich Religion. Das Wort Religion und der Begriff Sanatana Dharma unterscheiden sich ein wenig voneinander. Religion vermittelt die Idee des Glaubens und Glauben mag sich ändern. Ein Mensch mag sich zu einem bestimmten Glauben bekennen und er mag diesen Glauben wechseln und einen anderen Glauben annehmen. Doch Sanatana Dharma bezieht sich auf die Tätigkeit, die niemals gewechselt werden kann. Man kann zum Beispiel nicht die Flüssigkeit vom Wasser oder die Wärme vom Feuer trennen. In ähnlicher Weise kann auch die ewige Funktion des ewigen Lebewesens nicht vom Lebewesen getrennt werden. Hier haben wir eine ganz andere Art und Weise, die Frage von Religion zu betrachten. Religion ist nicht etwas, was Sie beitreten oder austreten können. Religion ist ihre fundamentale Essenz, was ihnen nicht entzogen werden kann. Wie sie zum Beispiel Feuer nicht ohne Hitze und Wasser nicht ohne Nässe haben können. Wo es Wasser gibt, gibt es Nässe, wo es Feuer gibt, gibt es Hitze. Aber was ist es, was ihnen nicht entzogen werden kann? Was ist es, was sie nicht verändern können? Sie können ihren Glauben ändern. Sie können vom Christen zum Buddhisten und vom Buddhisten zu Moslem wechseln. So offensichtlich, wenn du etwas zurücklassen kannst, wenn du dein Etikett oder dein Prozess zurücklassen kannst, dann bedeutet es, dass es nicht untrennbar von dir ist. Es ist nicht du, es ist nicht deine wahre Identität oder Funktion. Von der Bhagavad Gita lernen wir, was unsere wahre Identität und Funktion ist. Nummer 1, du bist ewig. Nummer 2, du bist bedienstet. Jeder dient jemand anderem. Wir dienen unserer Frau, wir dienen unseren Kindern, wir dienen unserem Mann, wir dienen unseren Eltern, wir dienen unseren Schullehrern, wir dienen unseren Schülern, wir dienen dem Boss, wir dienen den Angestellten, wir dienen dem Präsidenten, die Präsidenten dienen dem Volk und so weiter. Wir kommen nicht davon weg, Dienste zu erweisen. Jeder dient jemandem oder etwas. Das ist unsere wahre Funktion. Du bist von Natur aus ewig und deine Essenz ist spirituell. Du bist nicht Materie, du bist ein spirituelles Lebewesen. Die ewige Funktion des ewigen Lebewesens ist, dem höchsten Lebewesen ewig liebenden Dienst zu erweisen. So Religion bedeutet, die spirituelle Seele oder das Lebewesen, was ein Bestandteil Gottes ist, leistet dem der höchsten Seele liebenden Dienst. Religion, die wahre Bedeutung von Religion ist das, was du nicht von dir nehmen kannst. Und was du nicht von dir nehmen kannst, ist deine Funktion als Gottes ewiger Diener. Jeder dient Gott, direkt oder indirekt, auf die eine oder andere Weise. Sogar in der materiellen Welt dient jeder Gott. Sie dienen Gott indirekt, indem sie Maya oder der Illusion dienen. Und die Illusion ist die Energie Gottes. Sogar wenn sie die Existenz Gottes nicht akzeptieren oder sie Gott nicht dienen wollen, sind sie indirekt seine Diener. Aber der Unterschied ist, dass sie ihn nicht sehen. Sie kennen ihn nicht. Sie erleben die süße, liebende Beziehung zu ihm nicht, was von Natur aus unser Recht ist. Der Prozess selbst ist keine Religion, da sie vom Prozess A zum Prozess B und vom Prozess B zum Prozess C wechseln können.
Wir können die absolute Wahrheit von der Bibel, vom Koran, von der Tora oder von den Veden nehmen, ohne dass diese in Konflikt geraten. Religion bedeutet, Gott zu verstehen. Das ultimative Ziel ist, Gott zu verstehen und ihn zu lieben. Die Hagia Sophia, das Gebäude hinter mir, wurde im Jahre 360 nach Christi von Christen der orthodoxen Kirche zum ersten Mal gebaut. Zwischendurch wurde sie von der römisch-katholischen Kirche übernommen. Im späteren 14. Jahrhundert wurde sie in eine Moschee umgewandelt. Nach vielen Streitereien und Kämpfen ist die Hagia Sophia heute ein Museum. Wenn die Leute verstehen würden, was wahre Religion wirklich bedeutet, dann hätten wir nicht so viele Kämpfe über dieses Geschäft. Das ist die wahre Religion und das ist nicht die wahre Religion. Und die Leute würden nicht auf die falsche Idee kommen, dass ich nur durch den Beitritt dieses Teams religiös werden kann. Ein besonderer Glaube oder ein bestimmter Prozess, der ihnen hilft, ihre wahre Identität und ihre Beziehung zu Gott zu verstehen und zu verwirklichen, dieser Prozess selbst ist keine Religion. Der wirklich religiöse Mensch ist derjenige, der die absolute Wahrheit seiner Identität als den ewigen, liebenden Diener des höchsten Herrn in voller Kenntnis erlangt hat und darin festgesetzt ist. Der obersten Seele liebenden Dienst zu erweisen, das ist wahre Religion. Herzlichen Dank. Namaste.